10 unnormal gute Düfte für den Januar, beziehungsweise jetzt aktuell bei der Kälte, die würde ich euch heute gern zeigen. Und wir gehen sofort rein und wir nehmen den ersten in Anschlag. Hier ist Habit Rouge, das Parfüm. Wow. Habit Rouge, zwar eine Oldschool-Note, wie viele meinen, wirklich luxuriös, als würdet ihr Polo spielen, reich sein. Denn diesen Duft habe ich jetzt oft getragen oder öfters mal. Sehr nice, braucht man auch nicht sehr viel Sprüher, weil er gut ausstrahlt und richtig gut Haltbarkeit, pudrig. Vielleicht das ein bisschen so Oldschool-mäßig. Ist es auch vielleicht, könnte man so sagen, das Shalimar für den Herren tatsächlich. Ja, eine schöne, meiner Meinung nach, Vanille, zitrisch gehalten, pudrig und dazu einen leichten, busigen, alkoholischen Anklang in dieser Duft, diese Version, das Parfüm. Richtig starkes Teil. Die ganze Reihe habe ich, die Habit Rouge Reihe ist luxuriös, nice, aber hier das Parfüm passt jetzt perfekt. So, als nächstes kommt ein Duft, der ist mal weg, dann ist er mal wieder da, aber direkt auf der Rabanne-Seite. Heißt ja nur noch Rabanne, Rest in Peace, Paco Rabanne. Und das ist 1 Million Lucky. Muss ich so zeigen, weil sonst blendet es wieder. Ja, und das ist ein sehr schön Haselnuss-Vanilleartiger Duft. Bisschen holzig, schönes Teil. Oh, dazu schön frisch, aber diese, ich glaube, das ist eine Haselnuss, ne? Schönes Teil. Keine Angst, obwohl, was will jetzt auch nichts Falsches sagen, wenn ihr allergisch gegen Haselnuss seid. Ich glaube, das Parfüm macht jetzt nichts, aber ihr solltet es vielleicht doch vorher ausprobieren. Obwohl dieses Ausprobieren ja ein bisschen schwierig ist. Wenn ich mich nicht ganz täusche, wie gesagt, gibt's diesen Duft nur noch auf der Seite und ab und zu ist er wieder da, dann ist er wieder eingestellt, ist er wieder da. Das soll irgendwie so ein Spielchen sein, um die Leute, ja, keine Ahnung, das Geld rauszuholen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall aber ein sehr, mit einer der besten Flanker von 1 Million. Also 1 Million Lucky, sehr, sehr nice. So, der nächste ist in Anführungsstrichen ein günstiger Duft. Es ist mal teuer, mal günstig. Eigentlich ist er nicht günstig, aber mit ganz viel Glück bekommt ihr ihn günstig. Und das ist der Kaltat Night. Ja, schönes Teil, arabisch angehaucht. Und hier haben wir, was ich finde, wenn man hier dran riecht und auch auf der Haut, das ist meine Nase, was schon metallisches, kirschiges, dunkles, arabisches. Ich finde, er ist sehr, sehr gut jetzt zu tragen. Viele meinen, das ist überhaupt der Duft 2025 gewesen. Das unterschreibe ich nicht so, aber es ist schon ein sehr toller Duft. Metallisch, kirschig, arabisch, orientalisch angehaucht, oder ist es ja, was heißt angehaucht, ist es, und ja, mit einer sehr, sehr guten Performance und Haltbarkeit. Die Sillage meiner Meinung nach stärker für einen Außenstehenden als für einen selbst. Müsst ihr mal sehen und nicht viel meckern, ist eben so, falls ihr den nicht immer selber riecht, aber ein schönes Teil. Jetzt kommen wir zu einem Duft, da mache ich jetzt schnell, weil der kostet viel Geld, und zwar 550 € auf 50 ml, und das ist natürlich der Blonde Amber. Aber wenn ihr würzige Duftnoten um euch rum haben wollt, Vanille, es ist ein absolutes Meisterwerk und so weiter und so fort. Und da ist Blonde Amber richtig gut, richtig nice, und der passt sehr perfekt. 10 von 10. Ja, 10 von 10. Ich bin jetzt gerade abgeschweift, weil meine Frau hier auf einmal steht, und ich war so gut im Floh, und ihr wisst ja, ne, dann. Aber wenn du gerade raus aus dem Floh bist, dann riech mal, was ich gerade gekocht habe. Ja, Grünkohl. Nein, du musst es riechen. Weiß ich jetzt nicht. Ich muss hier auf jeden Fall das weiter kurz machen, und dann komme ich riechen, und dann ist es so. Oh nein, das riecht jetzt aber gerade gut. Weiß ich nicht, sage es. Wir müssen weitermachen. Nein, du sollst riechen. Hinkommen, das geht jetzt nicht. Alter. Mann. Ich muss kurz einen Cut machen, und dann komme ich. Wieder. Oh, da bin ich wieder. Sie hat was sehr Schönes hinzugefügt. Grünkohl, was ich sehr persönlich mag, und zwar Senf. Normalerweise mache ich Senf auf den Grünkohl. Das macht man hier in Norddeutschland. Viele würden sagen, seid ihr verrückt? Oder bist du verrückt? Ja, ich sage immer, bist du verrückt, wenn du Zucker erstmal Zucker. So und so schon nicht mehr ganz dicht. Zucker, ungesund. Ich bin nämlich schon fast weg von Zucker. Jetzt ist dieses Punkt, dass ich, was möchtest du jetzt? Was denn? Also irgendwie komme ich nicht zum Punkt. Auf jeden Fall Blonde Amber
und schönes Ding, würzige, ja, ich bin jetzt so durcheinander, ist egal, kostet so und so 550 Euro und viele wollen das nicht ausgeben, aber wer diesen luxuriösen, sehr, sehr guten Duft, und da sagt sogar meine Frau 10 von 10 und das sagt sie bei, glaube ich, nur noch einen, sonst keinen, und das ist ein richtig starkes Teil. So, der nächste ist ein Barbershop-Duft, den man nicht wegdenken kann, und zwar Zino Davidoff. Und ich sage mal so, der geht immer, und der geht nämlich, den habe ich jetzt extra rausgeholt, der geht nämlich auch jetzt. Erstmal wird er verramscht, leider 20 Euro, kosten 125 ml. Aber wer so Barbershop-Feeling mit Lavendel haben möchte, der ist bei Zino Davidoff sehr gut bedient. Ich gehe mal von aus, du machst Zino auf. Ja, das ist ein Klassiker. Den habe ich dir doch damals mal geschenkt. Nein, das ist doch, nee. Den hatte ich schon früher, bevor unserer Zeit. Zino Davidoff. Sehr schönes Teil, ja, ist ja so. So, und jetzt kommen wir zu den nächsten günstigen. Der wird nicht ganz so verramscht wie der Zino, aber Cool Water und das Intense. Ja, Cool Water denken jetzt viele viel zu frisch. Nein, und selbst wenn, auch Latte, das Original geht auch, weil ich sagte schon mal, dass die Duftmoleküle, ja, staubig, benutze ich ja nicht so oft, und dass die Duftmoleküle, die frischen, gerade wenn es kalt ist, sich besser entfalten. Aber hier haben wir noch eine extreme, schöne Süße am Start, die auf jeden Fall auch sehr nice ist. Probier mal. Also Davidoff, die Intense-Version, deswegen ist er auch am besten. Also ich glaube, das ist fast der bestverkaufste. Ja, riecht doch schon ein bisschen wie Klostein, aber ist in Ordnung. Ich mache das nicht. Ich sage das auch meinen Followern. Aber wenn ich das Wort Klostein höre, ich weiß nicht, was ihr mit Klostein habt. Ja, aber du willst doch, dass dein Bad gut riecht. Ja, also soll der Klostein auch gut riechen. Ja, ich finde das eher schon fast einen Ritterschlag. Naja, so ähnlich rein. Ja, aber ich sprühe es aber auf die Klamotten. Und denn ich will ja nicht, dass ich so nach Klo oder nach WC rieche. Na, und ich finde, dann ja gut. Ja, aber ich finde nicht, dass der nach WC riecht. Ihr könnt das mal in die Kommentare schreiben. Also bei meiner Uroma exakt so auf dem Klo. Das war natürlich geil, weil wenn ich da hingekommen bin, war ich gerne auf dem Klo. Ja, aber ich glaube eher, das ist nicht das gewesen, sondern 4711 Kölnisch Wasser. Warum? Nein. Weil da Neroli drin ist. Und Neroli riecht immer ein bisschen, jetzt kommen wir zu diesem Wort Klostein-Vibes. Nein, 4711 hatte meine Oma immer als frische Tüchlein in der Handtasche. Ja, das stimmt. Und das wenn ich auch, mich dann mit Schokoladeneis bekleckert habe, ja, dann fingen sie dann immer mit diesem Zeug an, mich sauber zu machen. Ja, das ist bestimmt. Ja, soll ich dann immer das auch noch mitschleppen, weil du dich ja immer noch mit Eis bekleckerst. Du mich auch. Genau. Und so, der nächste. Arabesque. Ja, schönes Teil. Wer eine noch mehr zimtige, weihnachtliche Version von Tabacco Vanille haben will von Tom Ford, kann eigentlich zu dieser Variante greifen. Ist so ein bisschen mehr süßlicher, fast mehr Teestuben-Style. Das ist auch bei den Original so, aber sehr zimtig gehalten und auch tabaklastig. Viele finden den Arabesque sogar besser als das Original. Ja, schwer, weil Tabacco Vanille vielleicht bei der aktuellen Version, aber bei der älteren Version ist Tabacco Vanille schon sehr, sehr ein Meisterwerk. Und meine Frau riecht auch gerade den Duft. Ja, um das Video noch ein bisschen länger zu machen. Ja, aber ich finde, da ist so ein bisschen so wie Vanillepudding drinne. Ja, das ist jetzt auch gar nicht so verkehrt. Das kann man tatsächlich auch so sagen. Die Vanille ist natürlich auch da drin, logischerweise. Eingangs erwähnt. Die steht sehr im Vordergrund. Ich rieche nur das Leder nicht. War doch Nein, Tabak. Leder hatte ich nicht gesagt, weil das wäre nicht ähnlich wie Tabak. Das wäre, jetzt machst du mich nein. Ach, war egal. Leder, ne? Genau, das wäre Tuscan Leather ähnlich gewesen, aber das ist Tabacco Vanille. Ja, Tabak meinst du? Riechst du kein Tabak? Ist ja auch nicht so extrem. So hinten, unten rum. So hinten. Wir lassen das so stehen jetzt. So, der nächste, das ist der Orjan von Parfüms de Mali. Das ist weihnachtlich, das ist Kirmes, wie man woanders sagt. Hier sagt man Weihnachten, hier sagt man Jahrmarkt oder Weihnachtsmarkt, obwohl man das ja nicht mehr sagen darf, aber es ist auch egal, es heißt Weihnachtsmarkt. Und Fakt ist, das ist sehr schön, richtig flaumig, zimtig, süß, Vanille, dunkel. Mehr braucht man eigentlich zu Orjan. Jetzt will sie auch noch mal riechen. Nichts sagen, weil ein schönes Teil. Das ist wirklich Zimt,
von Allerfeinsten. Ja, du musst das auch nicht immer nur an Deckel riechen, sondern wenn auch aufsprühen oder in die Luft meinetwegen, aber immer nur an Deckel zu Ja, soll riechen. ich riechen wie ein Puff? Riecht, es ändert aber an der Tatsache nichts, dass es in der Ich Luft... rieche keine Pflaume. Was hast du gesagt? Zimt? Zimt, auf jeden Fall. Definitiv Zimt. Ja. Na, geh mal hier hinten. Ah, jetzt habe ich die Pflaume. Aha, siehst du. Sie auch. Doch, die Pflaume ein bisschen und den Zimt auch. Warte. Ist ja vielleicht kein Ceylon-Zimt. Ne? Aber Zimt ist schon drin. Ne? Weiß nicht. Also Zimt schmeckt mehr, als dass er riecht. Ja. Aber okay. Der nächste, den wirst du so nicht riechen, deswegen kann ich hier entspannt weitermachen. Ombre Nomad muss einfach rein. Schön Weihrauch, schön Leder von Allerfeinsten und Oud und so weiter und so fort. Schönes Teil, es will sie ihn doch riechen. Sie wird ihn so und so nicht mögen, weil sie macht keine Oud-Düfte. So, ja, sie macht keine Oud-Düfte, aber einer der schönsten, stärksten, geilsten Düfte. Ich verstehe auch nicht, warum man riechen möchte wie einen Baum von unten. Das geht ja noch. Guck mal, jetzt schreibt mal in die Kommentare mal eine Frau, ein Baum von unten. Viele sagen, das riecht nach Kuhstall, das riecht nach whatever was. Also Naja gut, dann war es halt eben ein Baum, der auf der Kuhweide gestanden hat. Aber nein, also es ist schön, es ist ein holziger. Wenn man richtig drin ist und man nur noch Oud oder öfters Oud trägt, dann hat man dieses nicht so doll mehr. ja, aber dann mag ich einfach nicht, dass du um mich rum bist, weil du stinkst dann. Ich trage die auch meist, wenn ich allein bin. Oud. Ja. Ja, das wäre ja schön. Aber mir ist das egal. Natürlich trage ich die auch. Wenn ich die tragen will, trage ich ihn. Du bist ja auch noch so lebensmüde, dass du in meiner Gegenwart Fahrenheit trägst. Aber nee, das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht. Allein. Ganz allein. Das habe ich nicht gemacht, weil sie hasst Fahrenheit. Das ist ihr Endgegner. So, der letzte ist der Search of Dawn. Ja, Dawn ist ein sehr holziger, und jetzt kommt das geil, Schießpulver ist in diesem Duft. Echtes Schießpulver, sehr interessant. Ich habe den auch, jetzt blende ihn jetzt nicht ein. Das hat Gründe, also ich zeige ihn nicht, ich blende ihn schon ein. Ich habe ihn, aber ja, da ist wirklich Schießpulver drin, schönes Teil, bombastische Haltbarkeit, riecht gut oder nicht? Hast du auch was gegen den auszusetzen oder nicht? Oder ja, riecht nicht dolle. Oh. Ich finde ihn gut. Also wenn ihr wirklich Schießpulver, was dunkel, ja klar, alle Welt weiß, wie Schießpulver riecht. Metallisches haben mögt ihr so wegen der Patrone, Pfefferpatrone auf Tasche, dann ist das richtig ein schönes Teil und ein bisschen was Holziges in meiner Nase. Man sollte auch in das sagen, was man riecht. Nicht, was ihr seht, was in der Duftpyramide ist, weil es gibt eben Menschen, die was ganz anderes riechen, wie meine Frau zum Beispiel, ne? Und deswegen macht es keinen Sinn, das immer, ja, und deswegen Schießpulver finde ich schon, aber es ist auch holzig, bisschen metallisch, aber der Dawn von Search of, ein geiler Name und ja, ein schöner Duft. Ja, das war's. Ja, und was war jetzt dein Thema? Weil das ist ja eine bunte Mischung. Unnormal gute Düfte aktuell jetzt im Januar oder beziehungsweise jetzt zu dieser kalten Jahreszeit. Und ich finde einfach, dass die schon sehr unnormal sind. Von teurer bis sehr günstig und so weiter und so fort. Ja, jetzt sind sie wieder den David auf. Cool Wort. Ja, ja, nur gerade. Weil, ja, der hat ja eine Süße und nochmal frische Duftnoten in meiner Nase. Und es ist einfach, probiert das alle mal aus. Frische Duftnoten entfalten sich, die Duftmoleküle entfalten sich bei der Kälte viel besser als im Sommer, obwohl sie eigentlich für den Sommer gemacht sind. Aber ich finde es persönlich besser im Winter. Oh, genau. Dann gebe ich dir nochmal einen, den ich super finde jetzt im Winter. Wir wollen das hier nicht so weit ins Weite ziehen und ja. Dann gib schnell und dann machen wir das jetzt auch noch mal, ne? Welcher ist das jetzt? Der Cypress Shot. Ja, fast leer, würde ich behaupten. Also ja, ist einer meiner Lieblingsdüfte. Ja. Olfactive Studio, ja, sehr speziell, findet man leider auch nicht überall. Ich kann euch jetzt nicht sagen, geht mal den irgendwo testen, weil das fast nicht möglich ist. Ist für mich eine der geilsten Marken überhaupt, weil alle unique. Ja, fast unique. Und wie riecht der für dich? Der riecht. Ja, wie riecht der nun? Er riecht gut. Muss man dazu jetzt das ist natürlich eine Aussage. Kauft euch den Duft, er riecht gut. Nach was würdest du denn sagen? Ganz schwer einzuschätzen. Also dieser Name, ich weiß auch nicht, ob das passt, der Name für dich, finde ich. Ist das blumig für dich? Naja, aber die Zypresse ist ja ein Baum. Ja, ich war noch nicht fertig. Erstmal will ich wissen, ob der blumig, weil da ja auch noch andere. Ist das
blumig, holzig. Aber nur ganz wenig holzig. Aber es ist so aufgebaut, es ist Ein bisschen süßlich, auch nicht total süßlich. ein bisschen frisch, finde ich. Süßlich frisch. Ja, Kann man sehr schwer, wirklich sehr schwer beschreiben, aber das macht es auch wieder aus bei der Marke. Ich habe alle von der Marke und dementsprechend top. Ja. Cypress Shot. den Von darfst du Ulfekte Studio findet sie gut und ja, dementsprechend sehen wir uns bald wieder. Und jetzt haben wir das ein bisschen ins Weite, lange gehauen und dann würde ich sagen, bin ich raus und wir sehen uns bald wieder, Freunde. Oh Mann. Oh Mann. Den hatte ich heute auch drauf. Das hat mich eingesprüht hier. Das ist der hier übrigens gewesen. Aber das ist geil. Oh, geil. Reinhauen.